ganz ersten Alpha-Test mit dem Setup. Außerdem ist ja bloß eine Ausrede, um ein bisschen zu fahren. Der Hauptunterschied zum ersten Setup ist jetzt natürlich, dass ich dann der Hauptkamera, die ich am Helm habe, dass sie nicht mehr auf dem Schirm oben montiert ist, sondern unten am Kinnteil. Und dass sie eine Media-Mod dran hat, mit der ich dann ein kleines Mikrofon im Helm nehmen kann, um das Ganze nicht mehr über das extra Bluetooth-Gerät machen zu müssen. Hoffnung ist, dass dadurch erstens die Synchronität besser ist und zweitens natürlich die Qualität und die Lautstärke. Das ist auch das Hauptsächliche, was heute mal bei dem Test rauskommen soll, ob die Annahme soweit stimmt. Zweiter Unterschied am Setup ist, dass ich noch eine dritte Kamera dazu habe. Das heißt, die Kamera, die jetzt eigentlich das Gesicht aufnimmt, die habe ich auf der rechten Seite am Bügel unten. Und die macht jetzt so, ja, Füllshots, Füllaufnahmen nach vorne raus. Keine Ahnung, wie der Effekt wird. Schauen wir mal. Ich hoffe mal, der wird ganz cool. Während ich die zweite Kamera, die neue, das heißt die gebrauchte, uralte Hero 4, aber halt eher eine GoPro, die einen etwas weiteren Winkel hat, jetzt genommen habe, um rückwärts gerichtet am Sturzbügel zu befestigen. In der Hoffnung, dass ich damit mal den gleichen Effekt hinbekomme, wie ich ihn schon mal hatte mit der ausgeliehenen alten Hero 3. Kann aber sein, dass die noch zu weit innen ist, dass ich dafür erstmal die Fußraste, an der sie jetzt befestigt ist, da vorne, dass ich die dann nach außen klappen muss. Aber optimal wäre es, wenn beide Positionen gingen. Das heißt, wenn ich die einmal so an der eingeklappten Fußraste kriegen kann, oder dass ich sie dann noch ein bisschen weiter nach außen setzen kann. Ist doch schön, ein traumhafter Tag, blauer Himmel, 13 Grad. Man kann Schutzkleidung anziehen, ohne dass man sich den Arsch abschwitzt. Und dann einfach vor der eigenen Haustür ein bisschen durch den Schwarzwald cruisen. Was will man mehr? Mehr. Mehr ist immer gut. Also mehr im Sinne von viel Wasser mit dem Schiff drauf. Das wäre jetzt die ideale Verbindung. Vormittags durch die Berge cruisen. Nachmittags raus aufs Meer.
zugehen kann. Sogar so ohne Polarisierungsfilter und so. Eigentlich müsste es ja können. Durch die Kurve, weil geflickt. Und die geflickten Flecken können relativ leicht dazu führen, dass plötzlich die Traktion weg ist. Keine gute Idee.
Ja, ich glaube, hier können wir es mal probieren. So, Hypersmooth war aus. Jetzt ist Hypersmooth an. Schauen wir mal, ob das was bringt. Position von der Kamera ändern. Schauen wir gleich, ob das was taugt. Oh, na, doch geht. So, diese Kamera nach hinten verfrachten. Halterung hebt, das ist schon mal gut. Was macht er hier? Läuft. Läuft seit einer Minute. Das wäre jetzt sehr schade drum, wenn wir die Aufnahmen nicht hätten. Aber dafür ist es ja ein Testlauf. So, was sagt denn der Bildausschnitt? Schauen wir mal. Naja, bisschen improvisierter Bildausschnitt, aber hey, weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt.
Ich habe ja immer noch die Option, die Gesichtskamera aus dem ersten Setup zu reaktivieren, was ja hier das iPhone vor meiner Nase gewesen wäre. Kann ich mir natürlich auch vielleicht sparen, für wenn ich so tatsächliches Vlogging mache und den Leuten was erzählen will, um hin und wieder mal drauf zu schneiden. So, jetzt zum Beispiel. Perspektive ist ja auch gar nicht so blöd. Ja, man sollte auch Roller grüßen. Das sind Zweiradfahrer. Ich will sogar fast so weit gehen zu sagen, man darf Trike-Fahrer und Cabrio-Fahrer auch grüßen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie kriegt man das Material von 4 oder von 5 Kameras ohne ein gescheites Videoschnittprogramm gut synchronisiert. Kann man fast nur über Zeitcodes machen. Da bin ich mal sehr gespannt. So viel zu dem kleinen Rundritt, zur kleinen Ausfahrt, um das neue Setup zu testen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ob alles geklappt hat oder nicht. Und bin gespannt, weil ich es geschnitten bekomme. Und wie. Und ob. Schauen wir mal. Macht's gut.